Was geht ab? Wir sind von Spiegel TV. Alles klar. Was sagen Sie zu den neuen Gerüchten? Welche? Das, weiß ich nicht, dass Sie gerade einen übertriebenen Hype haben, Alter. Ich sag euch ehrlich, das stimmt. Er ist ein eigener Künstler, hat seine eigene Art, hat einen geilen Style. Danke, Bruder. Wiedererkennungswert. Der hat einen Vorreiter gemacht, also der hat einen Trend gesetzt. Er ist so der Anführer der neuen Generation für mich. Du kannst Menschenmassen bewegen. Das ist eine Dokumentation. Über mein Leben, gehen Sie bitte weg. Ich glaube, mit niemandem ist die Energie so krass, wie als wenn du mit niemandem im Studio bist. Trifft den Nerv von vielen Leuten. Weil da ist nichts gespielt, da ist kein Fake, das ist alles real. Also Nimo spiegelt eigentlich nur das wider, was Nima fühlt. Und er hat es auch nicht vergessen, wo er herkommt. Wenn ich ein Feature machen möchte, mein erstes, dann muss es Nimo sein. So wie er vor der Kamera ist, auch wenn die Kamera aus ist. Wirklich Star einfach. Verstehst du, Bruder? Krass, bist du Playboy, Alter. Aber hier sehe ich gar nicht aus wie jetzt. تante چی میگه همیشه به تو؟ Den habe ich selber gemacht. Warte mal. Kannst du ruhig gucken. Verstehst du, Bruder? Bruder N, Alter. Schack. Als mein Vater frisch nach Deutschland gekommen ist und Student war, hat Frau Ingeborg und ihr Mann meinem Vater richtig geholfen. Die waren so Freunde, weißt du, was ich meine? Damals war das ja nicht so wie jetzt, du weißt. Die haben die Familien, die haben die Asylanten, die Flüchtlinge ganz anders aufgenommen, weißt du? Damals war das ja nicht so. من این فیلم رو میکنم که همه تو ایران ببینن. Wir wollen die ganzen gelben Briefe. Herzlich willkommen. Sieht gut aus. Von dir. Schon da als Kind, als er, glaube ich, 2 Jahre alt war, hat er immer wieder, ist er auf die Bühne gegangen und hat, soweit ich mich erinnern kann, hat er diese Musiker Backstreet Boys, heißen die, glaube ich, hat diese Musik gesungen. Ich wusste immer, dass ich berühmt werden werde. Ich schwör's dir. Ich habe das so gespürt. Ich bin als Kind rausgegangen und habe mich so beobachtet gefühlt. Obwohl keiner geschaut hat. Ich habe Filme geschoben. Kennst du das? Mit Kopfhörer, dies, das. So ein auf, die sehen mich gerade. Weißt du, was ich meine? Dabei war ich nicht mal berühmt. Ich habe nicht mal Musik gemacht, gar nichts. Das ist, ich weiß nicht, Bruder. Ich glaube, meine Seele wusste das schon. Mein Wunsch ist, dass du immer gesund bist, dass du immer schön bleibst, immer intelligent bist, immer, wenn du groß bist, eine schöne Frau heiratest, Geld verdienst, eine gute Arbeit. Wie läuft's? Ist jetzt gut. Ich bin noch nie gekommen. Und er hat gesagt, es läuft schlecht. Noch nie habe ich aus seinem Mund gehört, momentan läuft nicht so gut oder läuft gut. Läuft gut. Als er klein war, haben wir am meisten Zeit miteinander verbracht. Das heißt, ich habe den immer geärgert. Und meine Eltern haben mir auch gesagt, ich habe den nie in Ruhe gelassen. Ich bin immer in sein Zimmer reingegangen, auch wenn er es ab und zu mal nicht wollte. Also als wir kleiner waren, haben wir auf jeden Fall viel miteinander gemacht und viel Zeit verbracht. Dieses Bild, Bruder, gell? Das war eigentlich eins. Da hat mein Vater mich hier auf seinen Arm gehabt. Und ich Idiot, als ich mal ausgerastet bin, habe ich sie einfach zerschnitten. Da war ich jung. Ich hasse mich dafür, Allah.
Damals eben bis wir hochgeschaffen, als es da mein damals noch nur wegen Kleinigkeiten, als alles das da war. Echo ja, mit Geld lässt sich doch alles klären. Nie wieder mit Geld kommt man der Sonne näher, Echo, es gab Tage. Mein schulischer Werdegang hat begonnen in Korntal. Da wurde ich eingeschult in der 1. Klasse, auf der Gesamtschule. Als ich in der 3. Klasse war, sind wir nach Leonberg gezogen. Mein kleiner Bruder ist auf die Welt gekommen, wir haben eine größere Wohnung gebraucht. Mein Vater hat auch gleich nach einer Stadt gesucht, wo es mehrere Gymnasien gibt, wo ich dann niemals war. Aber egal, wir sind hierher gekommen in der 3. Klasse. In der 4. und 5. Klasse war auch eigentlich ganz okay. Ab der 7. Klasse, ab der 6. Klasse, da habe ich gemerkt, dass Nimo nicht so arg Lust auf Schule hat. 99, da haben sich meine Eltern getrennt. Ja, Mann. Kannst du dich noch daran erinnern, oder was? Bruder, nein. Ich kann mich nur an einen Streit erinnern von meinen Eltern. Aber da waren die schon getrennt. Und ich sage auch in dem Song Mama, die Urlaube bei dir waren schön, aber nur sehr kurz für mich, Mama, weißt du? Weil es war immer nur ein Wochenende oder eine Woche, weißt du? Ja, die Urlaube bei dir waren schön, aber nur sehr kurz für mich, Mama. Ich liebe dich, Mama. Schon damals, wo ich nichts war, für dich war ich am wichtigsten, Mama. Danke, Mama. Und egal, ob ich grad da bin oder nicht, du vergisst mich nicht, Mama. Als er im Teenageralter war, ist er richtig wild geworden. Hat er gesagt, er will nicht zur Schule, was soll das heißen und so weiter. Dann ging's, ja, da hatte ich auch, sagen wir mal, eine schwierige Zeit mit Nimo. Penner halten sich warm an brennenden Tonnen. Kinder werden Junkies oder kriegen Kinder. Echo wieder Papa Bubats damit die Sorgen vergesst. Papa von heute ist morgen weg. Wie besorge ich Essen? Gar nicht. Echo, Hungern ist angesagt. Mama weint den ganzen Tag, denn ist so gut wie. Ich verbinde diese Zeit dort nicht mit was Schönem, weißt du? Weil ich innerlich immer so kaputt war. So, jetzt nicht depressiv, dass ich nicht rausgegangen bin. Ich war immer draußen, ich war immer am Lachen, so mit Freunden, dies, das. Aber wenn ich dann nach Hause komme, gab es keinen Frieden zu Hause. Weißt du? Meine Stiefmutter wollte mich nicht. Mein Vater der war immer auf meiner Seite, aber er konnte auch nicht 100% hinter mir stehen, weil ich auch Scheiße gebaut habe. Weißt du, was ich meine? Das ist so eine scheiß Situation gewesen, Bruder. Wofür ich selber dann verantwortlich war, weißt du, was ich meine? Wir wollten auch nie so Gangster sein. Das ist ganz wichtig zu sagen. Wir hatten auch nie ganz groß immer so früh, hey, wir müssen mit Tisha da übel viel Geld machen. Wir wollten einfach so für den Tag leben, so einfach ganz normal Jungs von der Straße. So. Ich wollte unbedingt ihm aus meiner Sicht damals helfen, damit er wieder die Kurve kriegt. Ist manchmal gar nicht nach Hause gekommen. Ich kann mich auch erinnern, manchmal war ich dermaßen verzweifelt, dass ich auch manchmal unter den Brücken nach Nimo gesucht habe, ob er sich was getan hat, weil er machte so ein wildes Leben, sagen wir mal, auf der Straße. Ich habe entschieden, Nimo zu einem Freund in die Schweiz zu bringen, damit er ein paar Wochen da lebt, damit er, sagen wir mal, aus diesem Milieu rausgeht. Und während dieser Autofahrt fragte mich mein Vater, was möchtest du mal werden? Und da hat er gesagt, Baba, ich will Rapper werden. Und dann habe ich ihm gesagt, aber Nimo, Rapper ist doch gar kein Beruf. Aber Baba, es fühlt sich irgendwie an, als ob Gott was Bestimmtes für mich bestimmt hat, geschrieben hat. Somit weiß ich aber, dass ich niemals normal arbeiten werde. Er hat mir dann mal seine Finger gezeigt und hat gesagt, Baba, diese Finger sind nicht für Arbeit geschaffen worden. Dann bin ich nach Hause gekommen als Rapper. Weißt du, was ich meine? Und ja, Mann. Er hat mich vorhin auch wieder angerufen, während wir gedreht haben. Ja, mein Vater. Er hat gesagt, ich gratuliere dir für deinen Erfolg. Ich habe gesagt, für welchen? Hey Baby, komm auf, Hail Mary auf die Bühne, 20.000 für eine Nacht.
Fountain des Backstage, 10 Frauen warten auf mich alle nackt, ich bin ein Star. Damals noch geklaut bei Hau und immer Go, heute hab ich Pappe da, ich alle bar. Nemo war kurz weg, kurze Pause, aber keine Sorge, ich bin wieder da. Soll ich mal sagen, wo ich den ersten begehbaren Kleiderschrank gesehen habe? Im Knast, bei so einer Doku von Prinz Markus. Ich schwör's dir. Verstehst du, Markus? Ich hab jetzt auch, Alter. Auf jeden Fall bin ich eines Morgens in die Schule gegangen, da war Babab, wurde verhaftet. Dann hat der Knast angefangen. Ich hab keinen Kopf für sein Rap-Ding oder so ein Scheiß, ab im Kopf, andere Sachen wie drück ich den Preis, ab im Kopf, andere Sachen wie muss mein Bunker wechseln, ich hasse es im Bunker zu gehen wegen neuen Päckchen, ich hasse diese Bullen, sie ficken meine Psyche, ich hasse dieses Ticken, doch das kann ich halt am besten nicht, hasse diese Menschen, sag mir alles nur Lüge, mein Bruder macht dich abhängig, aller kommt, bester Hass, viele vielleicht kann man so machen, dass ich auf dich warte, du kommst da raus, bam, du gibst mir Hand und dann rappst du in die Kamera, dann laufen wir zusammen. Wir haben uns 2012 in der JVA Adelsheim kennengelernt. Das ist jetzt gute 8 Jahre her. Es hat die Musik verbunden. Wir haben viel miteinander gerappt, auf dem Hofgang. Ich habe mich nicht geschämt, dass er jetzt da ist. Natürlich war ich traurig, ja, dass er auch, ich glaube, zweimal seine Geburtstage musste er im Gefängnis feiern, in Anführungszeichen. Aber ich habe jede Sekunde an Nimo gedacht und mit aller Kraft versucht, ihn so schnell wie möglich rauszukriegen und für ihn da zu sein. Den Z-Bruder habe ich 2012 auf 2013 in der JVA Adelsheim kennengelernt. Und Z, Stanja, Brascho, die waren alle im Regelvollzug. Brascho ist auch ein Kindheitsfreund von mir. Wir sind aus derselben Hut aus Leonberg. Und er hat mich dann auf die Bank gebracht, auf der Z, Stanja und die Jungs waren. Und so habe ich Z kennengelernt. Weißt du, was? Ja, Mann. Ja. Bruder, ich gebe keine Interviews, gell? Dass du Bescheid wisst. Bei mir Interview kostet Gage, Bruder. Ich muss mit meinem Management reden, hey. Sami werde ich nie in meinem Leben vergessen. Der hat mir meinen Namen gegeben. Der hat mir eine dicke Motivation mitgegeben auf meinem Weg. Jemand ist neu in den Knast gekommen, hat über den Song Interpol von Xatar erzählt. Ey, da ist ein Song rausgekommen von Xatar. Xatar ist nicht auf dem Video, aber alle deutschen Rapper sind dort. Dies, das. Von unten sagt jemand, Jungs, stabil. Wir sagen, wer bist du? Der sagt, Sami, Shamsuddin. Der sagt, der Abbas und so. Der lacht so, hahaha. So schickt man ein Seil runter. Bruder, ich hab davon noch kein Seil runtergeschickt. Ich so, wie soll ich das machen? Der sagt, nimm deine Schnürsenkel von deinen Arbeitsschuhen und schnür sie zusammen. Ich gehe, Bruder, ich gehe an meine Arbeitsschuhe, tschack. Ich nehme die Schnürsenkel raus, ich knote zusammen, tatatat, ich knote zusammen, tatatat. Ich mach nach unten, ich sage, siehst du was, Bruder, siehst du was? Weil das muss ja von oben einmal so runterkommen, weißt du, ich mein? Und noch durch so Fliegengitter, nicht nur diese ekelhaften Knastgitter. Er sagt, nein, ich nehme meine Air Max, ich nehme die Dinger auch raus. Tschack, tschack, tschack. Ich gebe ihm das Seil, der sagt, zieh hoch. Ich zieh hoch, ich zieh hoch, ich zieh hoch. Bruder, da war eine Schriftrolle, ja, eine Schriftrolle, ein ausgedrucktes Bild von Sammy, von Xatar und von Sio. In dem Ding war so noch so ein Haschstück. Und Bruder, ich bin im Knast nach 3 Monaten, ich krieg Hasch, ich denk, wuhu, Baby, es geht los. Und auf jeden Fall, irgendwann habe ich zu ihm gesagt, ey, ich mache auch Musik. Er so, wie heißt du? Ich hab zu ihm meinen damaligen Rappernamen gesagt. Und der sagt, nein, 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 nein. Wenn ich rauskomme, höre ich deine Musik, ich unterstütze dich, aber nur, wenn du Nimo heißt. Und Bruder, wo haben wir uns zum ersten Mal gesehen? Angesicht zu Angesicht, genau hier, Bruder. Hier war das erste Mal, dass wir uns gesehen haben. Irgendwann ist er nach Stangl gekommen. Genau, und dann rausgekommen. Dann war es nicht mehr der alte Nimo. Dann war es der Nimo, Name von Sammy gekommen. Und so, und dann war auch sein Text. Also das war dann ganz andere Level. Bevor ich meine Schuhe anziehe, zeige ich euch was ganz Krasses. Ihr seht all diese Schuhe hier, gell? Alle hier, egal ob die teuer sind, egal ob die billig sind, egal ob die gesponsert wurden oder nicht. Aber keiner von diesen Schuhen hat den Wert für mich wie diese Schuhe, Mann. Diese Schuhe sind legendär, Alter. Diese Schuhe habe ich von meinem Bruder Z bekommen, damals im Knast, 2012. Mit denen wurde ich entlassen. Und Bruderherz, das ist einfach Geschichte.
Weißt du, was ich meine? Das ist für mich Geschichte, Bruder. Guten Morgen, Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Heute ist ein wunderbarer Tag. Das Wetter spielt nicht so gut mit, aber scheißegal. Wir sind hier unterwegs, wir arbeiten hier ein bisschen. Gehen die Gassi, führen ein paar Gespräche. Ich wünsche euch allen einen erfolgreichen Tag, einen guten Tag. Passt auf euch auf, verbreitet gute Laune. Pumpt Kram auf Dauerschleife, pumpt keinen Schlaf auf Dauerschleife, gibt Gas. Was wir bis jetzt erreicht haben, ist krass innerhalb von 24 Stunden. Aber da geht noch mehr. Lasst uns Gas geben. Ja, wenn Cello und Abdi die Pioniere im Straßenjargon sind, dann ist Nimo definitiv der Pionier im Social-Media-Bereich, in Handyvideos. Da ist er der Erste, der das so groß gemacht hat, auf jeden Fall. Nimo, Habibi, ich bin extravagant. Entweder pumpt meine Beats oder leckt meinen Schwanz. Bin der Beste im Land, ja man tut, was man kann. Geh recorden wie Biggie mit der Blunt in der Hand. Dieses System macht krank. Ja, auch er war auch so der Erste mit den Handyvideos, ne? Das darfst du auch nicht vergessen. Aber er hat so einen großen Einfluss auf die neue Generation, die jetzt gerade ihren Come-Up hatte, weißt du, was ich meine? Und das wissen die meisten, aber die meisten wissen es nicht wertzuschätzen. Also ich fand's krass, weil ich habe ja sozusagen habe ich ja seinen Weg auch mitverfolgt. Der war ja erst, hat Handyvideos gedreht und so. Dann kam es auf einmal zu Ideal, die ersten Videos und so. Also man hat schon so alles mitverfolgt. NEMO, ab wie Cello. 3854, ja, Echo, übertriebene Flows. Gestern Krise und Broke, heute lieben mich auch. So stoned, alles bleibt wie gewohnt. Digi. Bei diesen Facebook-Videos von ihm hat man das schon früh gesehen. Der war 17 Jahre alt. Der hat eine Energie. Blick, von ganz oben geht es senkrecht nach unten. Ich blick nach links, doch finde nichts, mein Herz ist verschwunden. Offene Wunden durch die Stiche der Enttäuschung. Wir kippen, trinken, freuen uns, ein Mittel zur Verleugnung. Alter, das war in der Facebook-Timeline schon öfter. Das ist mir da schon so ein paar Mal in der Timeline schon in die Quere gekommen. Und irgendwie kam ich nicht drum herum, das mir dann auch wirklich dann irgendwann mal anzuschauen, anzuhören. Ja, und dann haben noch andere Einflüsse dafür eine Rolle gespielt, dass es wirklich interessant wurde. Dass man nicht nur gesagt hat, ey, der ist krass, ich sehe das, sondern so, ey, der ist krass, ich sehe das und ich sehe sogar mehr. Nee, du, keiner will gehen, jeder will haben und auf einmal kommt. Zeig du, bitte sag mir, du hast Pepper, Digga, Logo, ja, Habibi, lass mal bauen von deinem Chizu. Diese Handyvideo-Geschichten hat sozusagen sogar mein Bruder zum Teil mit revolutioniert. Immer einer hat gefilmt, einer hat entweder Handy hingehalten oder wenn wir im Auto waren, haben wir einfach Musik laufen lassen, Beats von YouTube laufen lassen. Der hat einfach drauf losgerappt. Dann hat er ja gesagt, er will Rapper werden. Am Anfang habe ich ja das gar nicht geglaubt. Ich dachte, das ist nur sinnlos, was er macht. Aber inzwischen hat er mir ja gezeigt, dass ich im Unrecht war. Zum Beispiel, er hat ja auch diese Facebook-Videos gemacht. Und irgendwann, nach einer Zeit, also wo ich Instagram-Videos machen wollte, war ja Facebook nicht mehr da. Dann dachte ich mir zum Beispiel auch, dass ich auch solche Videos mache. Mal gucken, wie es wird. Ich fand ihn damals auch schon echt interessant, weil er hat damals halt wirklich so diesen, nur gerappt, ohne gesungen und so, aber die Flows waren halt echt extrem krass. Er ist durch die Decke gegangen. Der hat sein Facebook, glaube ich, damals waren wir noch alle in Facebook, sein Facebook-Account hatte, keine Ahnung, zuerst 10, 20 und irgendwann, als ich gesehen habe, kann ich mich noch erinnern, waren es 850.000. Boah, dann hat man gewusst, okay, der ist angekommen. Du musst weitermachen, Wallah, du kannst nur das werden. Und das war schon von Anfang an, du kannst nur Musiker werden. Ich habe mir schon gedacht, der Junge kann rappen und so, aber dass es so groß wird, konnte ich mir nicht vorstellen. Dieser Stil, den er etabliert hat vor ein paar Jahren, das war das erste Mal, dass ich sowas gehört habe. Dieses arabisch angehauchte, aus de Neuf stammende, diese Schreie und dieses weißt du, das einfach, was niemand einfach sich getraut hat, rauszulassen, das habe ich zum ersten Mal gehört. Als ihr Nimo gesigned habt ihr mit so einem Erfolg gerechnet? Ja. Ja, Habibi! Bin mit den alle Amus unterwegs. Hannibal hat 6 verschiedene Sorten, er rollt mit seinem Besten und ich roll mit dem. Wir rollen den Monat kreuz und quer durch Land, was trink so viel du kannst und danach leck. Und dann kam eben damals die Nachricht von Cello und Abdi und dann ist er eben nach Hause gekommen und hat uns gesagt, ja,
euer Sohn wird sozusagen Rapper, dein Bruder wird Rapper und ich gehe mit denen auf Tour und so hat das halt dann alles angefangen. Leonberg zu verlassen ist ihm, glaube ich, nicht leicht gefallen, aber das war wichtig für ihn, dass er sich überhaupt künstlerisch ausleben kann, weil hier hatte er die Möglichkeiten gar nicht, ins Studio zu gehen oder sonst was. Er ist dann eines Tages einfach mit dem Koffer zu uns ins Studio gekommen und hat dann im Studio geschlafen, sozusagen. Und hat da sein Album gemacht. Dann ist eins zum anderen gekommen und der hat dann allen bewiesen, so, ich bin da, wo ich hingehöre. Ich bin nervös des Todes. Ich komme da an, ich sehe diese Jungs, von denen ich dir gerade erklärt habe. Und ich muss es erstmal für mich verkraften, aber ich muss mich auch gleichzeitig beweisen, so, weißt du, was ich meine? Und es ist alles zu viel, aber ich kann es mir nicht anmerken lassen. Ich bin ja nicht mal mit Begleitung gekommen, ich bin ganz alleine gekommen. Dieser Koffer, mein Vater begleitet, damals, aus dem Krieg. Und dieser Koffer hat mich begleitet, aus meinem Krieg, den ich mit mir selbst geführt habe. Es gab Momente hier, es gab Tage, da bin ich ausgerastet, da habe ich selber mir die Haare rausgerissen, meinen Kopf gegen Wände geschlagen. Es ist unbeschreiblich, ich habe mich einfach selber gehasst, aus Unzufriedenheit. Weißt du, was ich meine? Aus reiner Unzufriedenheit. Aber ich habe relativ schnell gehört, dass Nimo dann bei 385i gesigned wurde. So ist er wieder in mein Leben gekommen. Ich habe ihm na klar beglückwünscht und ich war sehr froh, dass einer von uns geschafft hat. Ist man stolz, da sagt man, hey, mit dem saß ich, mit dem saß ich. Dieses Leben schmeckt so bitter. Meine Jungs sind hinter Gittern. Frauen, Männer sind am Zittern, haben Angst vor dem Gewitter. Yallah, verpiss dich, du Pisser, denn hier bist du nicht sicher. Das Einzigste, was sicher ist, der Haftbefehl vom Richter. Deutsche Rapper sind nur Stricher, Pusher oder Kiffer. Sie reden über guten Kurs, doch sind keine Ticker. Lach du ab, der tust auf Killer. Dieses Teil ist legendär, Alter. Hier, Mann. Das habe ich schon seit Bruder, damit bin ich von Leonberg nach Frankfurt gekommen. Damit habe ich Ideal gedreht, damit habe ich Videos gedreht, damit habe ich auf der Straße, Bruder, geschlafen, auch in Tiefgaragen, in Treppenhäusern. Siehst du das hier, Bruder? Das ist original. Ich sag dir, von was das kommt, Bruder, weil wir auf der Treppe immer gechillt haben, okay? Und Wissam, das war ja von Wissam, seinem älteren Bruder, die Jacke. Bruder, der hat immer so auf Boden, weißt du, was ich meine? Auf Asphalt, Bruder. So. Und von da kommen diese Löcher, Bruder. Die sind einfach so Ghetto, Bruder. Ich scheiße, diese Jacke ist zu krass. Ich werde nie mein ganzes Leben verlieren oder verkaufen oder. Gehen wir. Ja, Mann. Die hat's angefangen, Alter. Ja, auf dieser Hälfte haben wir nie wieder gedreht. Und auf dieser Hälfte haben wir das Fotzen drin geredet. Ein ganzes Jahr geht Nimo, sein Hype ist tot. Was ist da los? Hier, genau wie habe ich performt. Das ist krass mit Kokain. Da drüben habe ich diese Bollywood-Tanzanleihen gemacht, am Fenster. Ich mit Achter und Fußfesseln runter, ein Bunker und wart auf mein Notar. Nie wieder. Da wusste man dann, okay, der geht Richtung Falco. Übertriebener Track gewesen damals. Heute immer noch. Wo ich spezifisch diesen Track gehört habe, habe ich das erste Mal so richtig Melodie mitgehört, weißt du? Zu dieser Zeit hatte ich keinen Cent. Weißt du, was ich meine? Ich hatte zwar 1, 2, 3 Millionen Klicks auf YouTube und die Leute haben gedacht, bei dem Jungen läuft jetzt, aber das war in Wahrheit nicht so. Ich bin am selben Abend noch im Studio schlafen gegangen. Alle waren zu Hause bei ihren Familien in ihren warmen Betten. Ich habe auf der Couch geschlafen. Weißt du, was ich meine? Weil man sich schämt, von seinen Eltern Halal-Geld zu nehmen, um sein Gift zu finanzieren. So war es bei mir, so war es bei dir, so war es bei ihr und bei ihm. Aber das ist krass, hier zu stehen, Bruder. Und Bruder, egal was ich euch sage, meine wahren Emotionen kann ich euch gar nicht in Worten ausdrücken. Weißt du, was ich meine? Dafür kann man gar keine Worte finden, weil man das nicht beschreiben kann, wie es sich in echt anfühlt, Bruder. Ich schwör's dir, das ist... Nur Gott versteht mich in diesem Moment, Bruder. Wallah, das ist hart, Mann. Dir wird es gut gehen, Habibi, denn du bist heute mit mir. Denn ich vergiss dein Freund, denn du bist heute mit mir. Ja, ich weiß, du musst morgen zur Arbeit, doch du bist heute mit mir. Das sind mir wirklich
Tränen aus den Augen rausgekommen und ich könnte meine Gefühle damals überhaupt nicht beschreiben. Ja, also das war für mich eine neue Geburt. Ja. So habe ich mich gefühlt. Jedes Mal, wenn ich von seinem Erfolg höre, da sehe ich, okay, der Nimo hatte zwar eine Vergangenheit, die ein bisschen schwierig war oder ganz schwierig war, aber er ist auch gleichzeitig ein ehrlicher Mensch. Nimo ist halt so ein Typ, der sich da auch nicht zu schade für ist, das zu machen, worauf er Bock hat, und dazu gehört Mut. Abgesehen davon, dass niemand Nimo ist jetzt in der Öffentlichkeit, diese Person ist ein ganz eigener Charakter. Oder einfach seine ehrliche Art, seine offene Art. Dass er einen Fick drauf gibt, wie was rüberkommt, weißt du, was man denken könnte. Er hat nicht nur das Herz auf dem rechten Fleck, er hat auch das Herz auf der Zunge. Er sagt, wenn ihm was nicht passt. Empathievoll, herzhaft, loyal, genial, ideal. Ich schäme mich für den alten Nimo. Weißt du, was ich meine? Ich hasse den alten Nimo. Für die Art, die er ausgestrahlt hat, für die Werte, die er weiter vermittelt hat. Oder ich bin kein Mensch, der Privatsphäre hat. Ich bin eine Person des öffentlichen Lebens. Und ich trage gewisse Verantwortungen. Weißt du, was ich meine? Und guck mal, zum Beispiel bei Kiki habe ich einen Song gehabt, Warum hasst ihr mich? Wo ich den Leuten zeigen wollte, es verletzt mich, wenn ihr mir sagt, eure Kinder kiffen wegen mir. Aber Bro, es ist doch so. Weißt du, was ich meine? Heute sage ich, es ist doch wirklich so. Warum soll ich verletzt sein, Alter? Es ist doch so. Was habe ich denn für Werte vermittelt, Bruder? Ich bin mit 18 Jahren gekommen, Bruder. Ich habe Joints geraucht vor Kamera, weißt du, ich meine? Ich habe getrunken, Bruder. Meine dritte Videoauskopplung, ich trinke so Flasche, Bruder. Weißt du, was ich meine? Ich spuck so durch die Gegend und tanze so rum und so, weißt du, ich meine? Ich habe eine Vision, und fehlen die Ideen. Die Art und Weise, wie ich jetzt arbeite, ist auch wieder ganz anders. Verstehst du, was ich meine? Ich habe eine Motivation, Bruder. Ich gebe mir, egal, irgendeinen Beat, Bruder. Gib mir ein bisschen Zeit, Bruder. Ich komme aus dem Studio raus mit einem Hit, Bruder. Und auch wenn es kein Hit ist, dann ist es ein starker Song. Er geht auch in die Booth und geht meistens auch ohne Text rein und freestylt einfach was vor sich hin und findet dann irgendein Wort, wo auch den Song dann beschreibt, und dann geht's halt so los. So. Und ich finde, sehr ungeplant, was ich aber mag, weil es ist dann das Reale daran so. Lösch meine Nummer, meine Videos und Pics. Ich vergesse dich, du vergisst mich. Maybe Karma, Baby, falls es dich mal trifft. Und ja, kann sein, vielleicht trifft es auch mich. Bruder, das jetzige Album besteht aus 90% aus Freestyles. Es gibt nur 3 alte Texte. Und diese Texte sind 7 Jahre alt. Psyde hat da ein paar Beats gehabt. Der hat die alle in Hits umgewandelt. Tatsächlich ist das Album total spontan entstanden. Also es war nicht geplant. Nima kam dann zufällig rein, also hat uns besucht. Dann haben wir spontan ein paar Beats gehört. Und ich glaube, sogar an diesem Abend haben wir schon die ersten 3 Songs von Nimo Original aufgenommen. Seine Musik verändert sich, wie sich sein Leben verändert. Er bleibt nicht auf demselben Punkt stehen. Nima ist auch ein sehr emotionaler Typ, was ich auch feiere, weil das bringt er gut in seine Musik mit rein. Dann wird halt so ein Song wie Kein Schlaf gemacht oder Karma eben. Das sind auch Songs, die sind an Tagen entstanden, wo ich glaube, er auch einfach was rauslassen musste abends so. Ich schwör's dir, nach diesem Song geht's mir einfach besser, Bruder. Das ist meine Therapie, Alter. Mach mal bitte lauter, Bruder. Ihm ist egal, was jetzt Hype generiert, was gut ankommt, was Geld bringt, sondern einfach das, was er fühlt, was er gerade spürt in der Situation, in der er sich befindet. Das vermittelt er den Leuten, steckt in seiner Kunst. Was krass ist auch jetzt bei seinen ersten 2 Singles, die Emotionen, die er in seine Lieder reinsteckt, gibt's nicht so oft. Also Nimo ist Durchdreher. Erstmal ist er ist die ganze Zeit bei dir, mit dem Kopf, die ganze Zeit bei dir, und irgendwann hat er so einen Abschalter, so eine 5 Minuten. Und dann ist er einfach künstlerisch, Alter. Dann dreht er einfach durch, bewegt sich, fängt an zu rappen, fängt an zu singen. Und dann geht er einfach in die Booth und macht seinen Part. So, zack, 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 ist einfach gekommen, rein, Booth, Part, fertig. Er ist jemand, was ich gemerkt habe, der wirklich ein Perfektionist ist. Und er schreibt ja keine Texte heutzutage, so, das ist ja auch schon crazy. Er geht einfach ins Studio und freestylt eine halbe Stunde. Dann denkst du, hä, okay, ich wollte gerade anfangen zu schreiben, was geht hier ab, so, weißt du. Kreativ sein, möglichst schnell arbeiten, aber auch effizient eben, dass auch was Gutes bei rauskommt. Lass ihn ein Beat laufen und er weiß schon direkt, wenn der Drop kommt, hat er schon ein Wort für die Hook. Er hat schon eine Melodie, er weiß schon, wie er singen auf den Song muss und sagt dann auch direkt nach nicht mal 10 Sekunden, okay, Aufnahme, ich muss in die Booth, und dann nehmen wir Skizzen auf so. Ja.
WhatsApp. Ich ruf dich an, du gehst nicht an dein Handy. Die Kunde, ich fix sie, Kunde, Kondom. Es sind jetzt vielleicht nicht lyrisch die krassesten Aussagen, aber es ist alles real. Weißt du, was ich meine? Selbst die Liebeslieder, die sind real, weißt du? So, der Schmerz ist real. Ich habe in seinen Augen schon immer, und das ist das, was mich an seiner Musik auch so krass berührt, in seinen Augen so diesen Schmerz gesehen, den ein Mensch halt hat, wenn er halt was durchgemacht hat, so. Der Junge sieht doch die Sachen nicht mehr wie früher. Versteht ihr, was ich meine? Das verstehen viele Leute nicht. Oder der Junge ist von einem Hood-Rapper, verstehst du, was ich meine, zu einem Musiker geworden. Ein Musiker muss Musik machen. Ich frage mich, wo du bist, wie's dir geht, frage mich, was du machst. Sie haben nichts, aber nichts in meinem Magen, nein, ich habe keinen Schlaf. Aber nur Original ist, Bruder, meiner Meinung nach mein bestes Werk bisher. Weißt du? Ich bin schon an der nächsten Platte dran, Bruder. Die wird auch noch mal anders. Und ich will auch nicht mehr, dass jedes Album sich... Jedes Album kann sich gar nicht gleich anhören, aber ich will jetzt nicht, dass die nächsten 2 Alben sich anhören wie im Original. Weißt du, ich meine, nur weil ich weiß, das ist krass. Nur weil ich weiß, das ist... Es muss immer nach Gefühl gehen, Bruder. Immer nach Gefühl. Nimo ist einer, der sich beim Musizieren halt keine Ego oder so musikalische Kategoriegrenzen setzt, weißt du? Das ist auf jeden Fall, sich zum Vorbild zu nehmen, wenn man bahnbrechende Musik machen will. Dieser Junge ist einfach durch und durch ein Rockstar. Also ich sehe den schon ganz oben, in vielen Bereichen, nicht nur Rap. Ich habe das eine lange Zeit lang nicht gesehen, weißt du? Weder wo ich stand, weder wo ich hin will, weder was ich dafür tun muss. Und ich glaube, heute, nach all den Jahren, stehe ich wieder hier am selben Platz und es hat sich geändert. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, zu was ich in der Lage bin, ich weiß, wohin ich will und ich weiß, was ich dafür tun muss. Ansonsten, Bruder, hat sich nichts geändert. All das Ganze macht ihm zu etwas Besonderem. Ich möchte nicht sagen, dass er sich damit abhebt. Ich will einfach damit sagen, er ist anders. Die Art und Weise, wie er Musik macht, also ich finde, das gab es so noch nie und es wird auch niemand so machen wie er. Und er war unser Bruder und deswegen wird er immer unser Bruder bleiben. Wir werden immer Brüder bleiben. Ich wünsche dir, dass du das immer beibehältst. Inshallah. Also, dass Nimo jetzt diesen Schritt gemacht hat und diesen Erfolg erreicht hat, das ist für mich unbeschreiblich. Reicht? Ja. Nimm mal, kannst du. Nimm mal. Wir sind fertig, Jungs. Ciao. Wenn sie das vielleicht nicht getan hätten, dann wäre dieses Ganze Drumherum nicht entstanden. Wer weiß, vielleicht wäre es trotzdem entstanden. Aber ich glaube, es sollte alles so kommen. Deswegen, ich danke Ihnen vielmals, Frau Barth, für alles. Ich entschuldige mich hiermit offiziell für meine unangebrachten Worte auf meinem Album, Kiki. Aber trotzdem möchte ich, dass Sie wissen, dass es mir heute sehr, sehr, sehr gut geht. Gott sei Dank. Und ob Sie es wollen oder nicht, Sie haben einen Teil dazu beigetragen, Frau Barth.